Weinleser am Rhein im 6. Kriegsjahr. Ein guter Jahrgang. Almabtrieb in den Bayerischen Alpen. Wenn das Vieh zu Tal geht, naht der Winter. Wie ein letzter sommerlicher Gruß wirkt der bunte Schmuck. Die Fähre zieht über den Königssee. Die letzten deutschen Truppen verlassen Finnland. Norwegen ist erreicht. Begegnung mit Lappen. Deutsche Flakstellung in einem Norwegenfjord.
Seeaufklärer vor dem Start. Deutsche Flak bei der Abwehr eines sowjetischen Luftangriffes. Nach der Schlacht bei Solferino im Jahre 1859 gründete Henri Dunant jene Organisation, aus der sich später das Internationale Rote Kreuz entwickeln sollte. Die erste Sorge gilt den Verwundeten. Ständig ist das Deutsche Rote Kreuz bemüht, das Schicksal der in Gefangenschaft geratenen Soldaten zu erleichtern. Verwundete werden an Bord des Lazarettschiffes Tübingen gebracht, das inzwischen durch die britische Luftwaffe im Mittelmeer versenkt wurde. Im Eisenbahntransport geht es in die Heimatlazarette. Ein Verwundetenheim am Gardasee. Deutscher Luftwaffennachwuchs bei der Segelfliegerschulung. Am Schleppseil schwebt das Flugzeug in sein Element. Wie Möwen schwingen sie sich durch den Raum.